Wird elegant bei Dungeons gesehen und ist damit schwer, Bosse zu farmen. CW Red Meteor. Okay, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Wird elegant bei Dungeons gesehen. Bei Cursed. Wenn ihr jetzt nicht gleich das Spiel startet, dann DDoS ich euch. Dungeons, Dann startet Reborn. nie wieder jemand dieses Spiel. Ja. Bei den Solo-Bossen ist er nutzlos und die farmt ja jeder solo. Da wird ihn keiner mitnehmen wollen, ne? Also hauptsächlich, weil man sie solo farmen will. Weil sich sonst nicht lohnt. Aber auch, weil er ziemlich nutzlos ist. Vor allem bei CW. Aber... grundsätzlich für Solo-Bosse, für Bossfights generell sind Magier jetzt nicht so die... Ist keine so gute Wahl. Die Frage wird in letzter Zeit sehr häufig gestellt tatsächlich, ob Elle oder welche Chars man nehmen soll. Vor allem im Hinblick mit FEC und so. Also ich kann nur sagen, wenn dein Ziel ist, halt Solo-Bosse zu töten oder generell, also das Problem ist halt, das ist auch wirklich die einzige Einkommensquelle, die man eigentlich hat in dem Game, Bosse töten. Abgesehen von Dungeon Runs. Aber Dungeon Runs sind ja eigentlich nur wirklich Worth, also Envy ist die einzige Low-Level-Ausnahme eigentlich. Aber da kann man auch drüber streiten, ob sich das so sehr lohnt. Vor allem auf dem FEC wird sich das halt überhaupt nicht lohnen, weil du willst ja eigentlich weiterleveln. Also eigentlich will man ja generell immer weiterleveln. Also Envy ist dann nur so ein Zwischenstopp, wo man sich so ein bisschen Penya holen kann. Aber eigentlich will man ja langfristig ein hohes Level erreichen, ins Endgame kommen und dann die richtig fetten Dinger farmen. Wie zum Beispiel Mr. Kriton, wie zum Beispiel Cursed, wie zum Beispiel Wilds, wo man die Hernes-Waffen droppt, wo man die Dosagas-Waffen droppt, Dosagas Crystal-Waffen und so weiter. Da will man ja eigentlich letztlich hin. Und alles auf dem Weg dahin sind nur Zwischenstopps, wo man sich vielleicht mal kurz ein bisschen Penya holt, aber eigentlich will man ja immer weiterkommen. Und deswegen sollte man sich halt von Anfang an überlegen, vor allem am FEC, aber auch ganz normal jetzt, wenn du anfängst, was du halt eigentlich machen willst. Weil, wenn du halt Elementor spielen willst, keine Frage, es ist eine coole Klasse, ich spiele sie selber jeden Tag und gerne. Aber wenn dein Ziel halt ist, Bosse zu farmen, vor allem Solo-Bosse, dann ist es halt die falsche Wahl. Außer du machst 8 Char-Taktik und ziehst dir deine Chars, die dann die Solo-Bosse töten, mit dem Elementor dazu. Das wäre halt eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Man levelt trotzdem einen Elementor, weil es einem Spaß macht oder so, oder weil man Bock drauf hat, oder weil man auch einen Elementor will. Und zieht sich halt dann den Char oder die Chars, die dann den Boss töten, zeitgleich mit. Oder man sagt halt, okay, scheiß auf Elementor, ich will wirklich nur so schnell wie möglich ins Endgame und dann sofort Solo-Bosse farmen. Ich brauche den Elementor nicht und ich will nicht warten, bis meine anderen Chars dann hoch genug sind oder so. Ich will einfach nur farmen die ganze Zeit. Dann ist es wahrscheinlich nicht so klug, einen Elementor zu nehmen, dann sollte man wahrscheinlich lieber eine ganz normale 1v1-Klasse nehmen. Wie Ranger, Knight, Blade und so ein Käse. Also, ja. Ich werde vor dem FEC spätestens auf jeden Fall wieder so Videos machen. In der Richtung. Empfehlungen und sowas. Aber wie gesagt, grundsätzlich zählt das ja eigentlich immer. Diese Logik, diese Argumentation. Also auf jeden Fall kurz nochmal zusammengefasst. Elle für Solo-Bosse Trash. Für Gruppendungeons sehr nice. Da will man eigentlich immer mindestens einen AoE-Charakter. Kann theoretisch auch der Ringmaster übernehmen. Aber nur ein Ringmaster oder selbst 2 Ringmaster, die bräuchten schon sehr gutes Equipment. Also ein Elle oder Psy will man eigentlich schon immer dabei haben. Für Dungeons. Und also vor allem Elle, weil ja auch noch 25% Bonus-Damage für alle weiteren Magier gibt. Also 2 AMs und ein Elle zum Beispiel könnte der Elle den Damage von den AMs um 25% erhöhen. 2-mal wären 50% mehr Damage durch die AMs. Das wäre auch schon nicht wenig. Also allein schon deswegen ist ein Elle auch immer gut eigentlich, wenn noch mindestens ein anderer Mage dabei ist. Aber grundsätzlich für Gruppendungeons yes, für Solo-Dungeons eher no. Also eigentlich für Solo-Dungeons komplettes No-Go. Mag schon sein, dass es geht. Also ich weiß noch, früher gab es so eine Diskussion,
Elle kann kein Red Meteor machen. Und dann hat halt irgendeiner einen Solo Red Meteor Run mit seinem Elle gemacht, um halt zu beweisen, dass es halt geht. Aber das Problem war halt, ist halt wieder so eine Sache mit den, wie formuliert man, was man sagt. Es hat ja eigentlich keiner wirklich gesagt, dass es gar nicht möglich ist. Es ging ja mehr darum, es macht keinen Sinn. Weil nur weil etwas geht oder nur weil etwas funktionieren kann, heißt es ja nicht, dass es auch Sinn ergibt. Und wie gesagt, Solo Red Meteor, ich weiß nicht mehr, wann genau das war. Es war relativ früh, es war glaube ich noch 2022, wo die Equipments noch ziemlich schlecht waren. Aber ich meine, dass der über 50 Minuten gebraucht hat für Solo Red Meteor auf Hard. Also Solo mit M halt. Elementor. Und ich meine, ja gut, was hast du jetzt bewiesen? Ich meine, du brauchst 1 Stunde für Red Meteor. Das ist katastrophal schlecht. Jeder Blade schafft es in 10 Minuten oder so. 15 vielleicht. Also in 6 mal so schnell, 4 mal so schnell, whatever. Und hat dadurch auch einfach viel mehr Penya pro Stunde oder Penya pro Zeitinvestment oder auch Power-Ups. Ich meine, nach einer halben Stunde laufen ja schon die ersten Power-Ups aus. Also wenn du über eine halbe Stunde brauchst, ist ja eh schon scheiße, weil da musst du neue Power-Ups aktivieren und so. Und ich meine, was hat das letztendlich bewiesen? Ich meine, es hat eigentlich nur bewiesen, okay, du kannst es vielleicht machen, aber es ergibt trotzdem keinen Sinn. Es lohnt sich nicht. Und das ist einfach nur komplett bescheuert. Also, und das gleiche würde jetzt bei Kriton auch gelten, weil man sagen muss, Kriton ist halt lustig, weil er so ultra wenig HP hat. Den könnte wahrscheinlich auch ein Elle und ein Psy relativ schnell töten, wenn man sehr gutes Equipment hat. Aber halt niemals so schnell wie ein Blade zum Beispiel. Und wie gesagt, also nur weil etwas möglich ist, heißt es nicht, dass man es tun sollte. Also wenn ich sage, Elle kann keine Solo-Bosse farmen, dann meine ich nicht, er kann es nicht, weil es nicht möglich ist, sondern ich meine, eigentlich, er sollte es nicht tun und es ist komplette Zeit- und Geldverschwendung. Weil er kann es eigentlich schon. Aber es ist halt wirklich echt dämlich und man sollte es nicht machen. Also das heißt es eigentlich. Bevor noch so ein Korinthenkacker kommt und sagt, ja, das ist sehr wohl möglich, ich habe es damals auch gemacht, in 55 Minuten ist das easy möglich. Shut the fuck up, Mickey Mouse. Wir wollen nichts von dir hören, Mickey Mouse. Mickey Mouse ass looking ass. Aber ja, also wie gesagt, für Bosse zum langfristigen Geldfarmen, wenn du nur 2 Chars hast, dann Elementor keine gute Entscheidung. Wenn dann halt 8 Chars und sich direkt die Damage-Dealer mitziehen, zusammen mit dem Elementor, da hat man alles, da hat man AOE-Char, mindestens einen Ringmaster, mindestens einen Damage-Dealer, dann ist man gut aufgestellt, braucht man natürlich länger, 8 Chars zu ziehen dauert natürlich länger als 2, aber da hat man dann halt gleich alles und muss nur einmal in Anführungszeichen leveln. Das ist halt dann der Vorteil. Aber für viele auch ein Nachteil, je nachdem.